Der Schrebergarten. Wir schreiben das Jahr 1864. Die Stadt Leipzig steckt mitten in der industriellen Revolution. Die Fabriken rauchen, die Straßen sind schmutzig, laut und extrem überfüllt. Die Menschen arbeiten hart und die Kinder haben keinen Platz, um draußen an der frischen Luft zu spielen. Sie sitzen in kleinen, dunklen Wohnungen. Genau in dieser Zeit hat ein Schulleiter namens Ernst Innozenz Hauschild eine fantastische Idee. Er möchte einen großen Platz in der Natur mieten, wo die Kinder aus der Stadt rennen, turnen und spielen können. Er gründet einen Verein und nennt ihn Schreberverein. Das macht er zu Ehren seines verstorbenen Freundes, des Arztes und Orthopäden Daniel Gottlob Moritz Schreber, der sich immer für die Gesundheit von Kindern eingesetzt hatte. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Am Anfang gab es auf diesem Platz überhaupt keine Gärten. Es war nur eine große Wiese zum Spielen für die Kinder. Doch die Eltern, die ihre Kinder auf diesen Spielplatz begleiteten, hatten oft Langeweile. Also fing der Schulleiter an, kleine Beete am Rand der Wiese anzulegen. Er gab den Familien kleine Stücke Land, damit die Eltern dort ein bisschen Gemüse anbauen konnten, während die Kinder spielten. Die Idee war ein gigantischer Erfolg. Die Eltern liebten es, in der Erde zu graben und eigene Kartoffeln oder Karotten zu ernten. Aus den Kinderbeeten wurden schnell echte Familienbeete. Und so, fast aus Versehen, wurde der allererste Schrebergarten Deutschlands geboren. Willkommen bei Episode 7 von German Decoded. Heute tauchen wir tief in ein absolutes Kulturgut ein. Es geht um kleine grüne Oasen, strenge Regeln, Gartenzwerge und die Sehnsucht nach Natur in der großen Stadt. Wenn man Deutschland wirklich verstehen will, muss man den deutschen Kleingarten verstehen. Es gibt heute über 1 Million dieser kleinen Gärten in Deutschland. Sie sind nicht einfach nur ein Stück Land. Sie sind eine eigene kleine Welt mit einer ganz besonderen Geschichte und Kultur. Lass uns gemeinsam durch das Gartentor gehen und schauen, was sich dahinter versteckt. Wenn man zum ersten Mal durch eine deutsche Kleingartenanlage spaziert, fällt einem sofort auf: Es gibt ein klares System. Ein Schrebergarten ist meistens zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß. Das ist nicht riesig, aber groß genug für einen kleinen Urlaub vom Alltag. Das Zentrum fast jedes Gartens ist die sogenannte Laube. Das ist ein kleines Haus aus Holz oder Stein. Und hier beginnt schon die typisch deutsche Genauigkeit. Diese Laube darf laut Gesetz maximal 24 Quadratmeter groß sein, inklusive der überdachten Terrasse. Sie ist gedacht, um Gartengeräte wie den Rasenmäher oder Schaufeln zu lagern und natürlich, um sich bei Regen unterzustellen oder Kaffee zu trinken. Aber das Wichtigste am Schrebergarten ist das, was wächst. Hier gilt die berühmte Drittelregel. Diese Regel ist das heilige Gesetz der Kleingärtner. Sie besagt, dass der Garten in 3 etwa gleich große Bereiche aufgeteilt werden muss. Das erste Drittel ist für den Anbau von Obst und Gemüse reserviert. Hier sieht man Apfelbäume, Tomatenpflanzen, Erdbeeren, Kartoffeln und Zucchini. Der Garten muss nämlich landwirtschaftlich genutzt werden. Das ist historisch so gewachsen. Das zweite Drittel ist für die Erholung gedacht. Hier gibt es eine grüne Rasenfläche, vielleicht einen kleinen Sandkasten für die Kinder, eine Schaukel oder einen Liegestuhl, in dem man in der Sonne schlafen kann. Und das dritte Drittel sind die sogenannten baulichen Anlagen, also die Laube, die Wege aus Stein und vielleicht ein kleiner Komposthaufen für die organischen Abfälle. Oft sieht man in diesen Gärten auch die berühmten deutschen Gartenzwerge. Das sind kleine Figuren aus Ton oder Plastik, die aussehen wie kleine Männer mit roten Zipfelmützen und weißen Bärten.
Früher galten sie als der absolute Inbegriff der Spießigkeit, also sehr konservativ und altmodisch. Manche Gärtner stellen sie ironisch auf, andere lieben sie wirklich. Neben den Zwergen sieht man oft wunderschöne Blumenbeete mit Rosen, Tulpen oder Sonnenblumen, die den Garten in ein buntes Paradies verwandeln. Alles hat seinen festen Platz, und obwohl es so viele Regeln gibt, ist jeder Garten doch einzigartig und zeigt die Persönlichkeit seines Besitzers. Man sagt oft, dass die Deutschen Regeln und Vorschriften lieben. Nirgendwo stimmt dieses Klischee mehr als im Schrebergarten. Alles, was in diesen Gärten passiert, wird vom Bundeskleingartengesetz geregelt. Das klingt nicht nur wie ein kompliziertes Wort auf der Bürokratie, es ist auch genauso streng. Warum gibt es dieses Gesetz? Nun, die Pacht, also die Miete für einen Schrebergarten, ist in Deutschland sehr günstig. Man zahlt oft nur ein paar hundert Euro für ein ganzes Jahr. Damit das so bleibt und die Gärten nicht an reiche Immobilienmakler verkauft werden, gibt es harte Regeln. Die wichtigste Regel: Man darf in der Laube nicht wohnen. Es ist absolut verboten, dort dauerhaft zu übernachten oder seinen Wohnsitz anzumelden. Es ist ein Garten, kein billiges Wochenendhaus. Außerdem gibt es die berühmt-berüchtigte Gartenordnung des lokalen Vereins. Jeder Schrebergarten gehört zu einer größeren Anlage und diese Anlage wird von einem Verein organisiert. An der Spitze dieses Vereins steht der Gartenvorstand. Dieser Vorstand kontrolliert, ob sich alle an die Regeln halten. Und diese Regeln gehen sehr ins Detail. Zum Beispiel ist oft genau festgelegt, wie hoch die Hecke zwischen zwei Gärten sein darf. Meistens exakt 1,20 Meter, damit man noch mit den Nachbarn sprechen kann. Es ist verboten, bestimmte Bäume zu pflanzen, die zu groß werden, wie zum Beispiel Eichen- oder Walnussbäume. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die Mittagsruhe. In Deutschland ist die Ruhe fast heilig. Meistens ist es zwischen 13 und 15 Uhr strengstens verboten, laute Maschinen zu benutzen. Wer um 14 Uhr den Rasenmäher startet oder mit einer elektrischen Säge Holz schneidet, bekommt sofort großen Ärger mit den Nachbarn. Auch an Sonntagen darf man in der Regel keinen Lärm machen. Das klingt vielleicht alles sehr stressig und streng, aber diese Regeln haben auch einen großen Vorteil. Sie garantieren, dass der Garten wirklich ein Ort der Ruhe und der Entspannung bleibt. Wenn sich alle an die Regeln halten, gibt es keinen Streit. Wenn man vor 20 oder 30 Jahren an einen Schrebergarten dachte, hatte man ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Ältere Herren in bequemer Kleidung, die mit einem Maßband die Höhe ihres Rasens messen. Rentner, die jeden Tag Unkraut zupfen und Kaffeekränzchen mit Filterkaffee und Streuselkuchen. Der Schrebergarten galt als extrem spießig, also bürgerlich, langweilig und ein bisschen festgefahren. Junge Menschen wollten auf keinen Fall so einen Garten haben. Sie wollten in die Welt reisen, in Clubs gehen oder in Parks grillen. Der Kleingarten war völlig uncool. Aber heute? Heute hat sich das Blatt komplett gewendet. In großen Städten wie Berlin, Hamburg, München oder Köln gibt es einen regelrechten Hype um die Schrebergärten. Sie sind plötzlich das absolute Traumziel für junge Familien, Studenten und urbane Hipster. Warum ist das so? Zum einen werden die Wohnungen in den Städten immer teurer und viele Familien haben keinen Platz mehr in ihren Mietwohnungen. Ein kleiner Garten ist der perfekte Ausgleich zum stressigen und lauten Leben in der Stadt. Zum anderen gibt es ein großes neues Bewusstsein für Ökologie und Nachhaltigkeit.
Die jungen Leute wollen wissen, wo ihr Essen herkommt. Sie wollen ihre eigenen Biotomaten anbauen, vegan kochen, Insektenhotels bauen und alte Apfelsorten pflanzen, die man im Supermarkt gar nicht mehr kaufen kann. Dieser enorme Imagewechsel hat allerdings ein großes Problem mit sich gebracht. Es gibt viel zu wenige Gärten für all die Interessenten. Wer heute in einer Großstadt einen Schrebergarten mieten möchte, muss extrem viel Geduld haben. Die Wartelisten bei den Vereinen sind endlos lang. Oft muss man 5, 7 oder sogar 10 Jahre warten, bis man endlich einen Garten bekommt. Es ist heute fast einfacher, in Berlin einen Job als Manager zu finden, als einen freien Schrebergarten zu ergattern. Ein Schrebergarten ist heutzutage ein echtes Statussymbol geworden. Ein kleines Stück Luxus mitten in der Betonwüste. Zum Schluss müssen wir noch über die Rolle der Schrebergärten für die Natur und die Gesellschaft sprechen. Diese Anlagen sind nämlich nicht nur für die Menschen wichtig, die sie mieten, sondern für die ganze Stadt. In Zeiten des Klimawandels und der immer heißer werdenden Sommer wirken die Kleingartenanlagen wie riesige grüne Klimaanlagen. Die vielen Bäume, Sträucher und offenen Böden speichern Wasser und kühlen die heiße Stadtluft ab. Außerdem sind sie extrem wichtig für die Artenvielfalt, also die Biodiversität. Während in der modernen Landwirtschaft oft nur noch eine einzige Pflanzensorte auf riesigen Feldern wächst, blühen in einem Schrebergarten auf engstem Raum hunderte verschiedene Pflanzen. Das ist ein Paradies für Bienen, Schmetterlinge, Vögel und Igel, die in der Stadt sonst kaum noch Nahrung finden. Aber nicht nur ökologisch, auch sozial sind die Gärten Gold wert. Sie bringen Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht nie getroffen hätten. In einer Kleingartenanlage ist der Universitätsprofessor der direkte Nachbar des Handwerkers. Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen und unterschiedlichen sozialen Schichten arbeiten Seite an Seite in der Erde. Man tauscht Pflanzensamen aus, hilft sich gegenseitig bei der Apfelernte oder trinkt abends gemeinsam ein Bier am Gartenzaun. Besonders in anonymen Großstädten bieten die Vereine ein wichtiges Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der Schrebergarten ist also viel mehr als nur ein Stück Land mit Gartenzwerg und strengen Regeln. Er ist ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft im Wandel der Zeit. Er verbindet Tradition mit modernem Umweltbewusstsein. Er zwingt uns, langsam zu machen, mit unseren Händen zu arbeiten und im Rhythmus der Natur zu leben. Wenn ihr also das nächste Mal durch Deutschland reist oder hier lebt und eine dieser Kolonien mit den kleinen Holzhäusern seht, wisst ihr jetzt genau, was dort passiert. Das war's für heute mit German Decoded. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und genießt die Natur.